Herzlich willkommen bei Virtual Campsite. Mein Name ist Dominik und heute möchte ich euch den Hyma Tramp S585 vorstellen, der eine Länge von 7,9 Meter hat, sowie eine Breite von 2,39 Meter und eine Höhe von gerade mal 2,96 Meter. Und das Ganze auf einen Mercedes Sprinter mit 170 PS. Und ich würde sagen, wir schauen uns gleich mal die Heckgarage an. Was auffällt, auf der gegenüberliegenden Seite ist die Garagenklappe tatsächlich sehr klein. Die hat zwar die Maße von 65 x 65 cm. 350 Kilo Zuladung. Ich würde sagen, die Daten hier, die werde ich euch später noch mit einblenden. Wir gehen rein und was sofort auffällt, ist dieses Ambiente-Licht. Wunderschön. Also das ist tatsächlich sehr, sehr schön gemacht von Hyma. Und ja, Mercedes, man sieht es natürlich sofort, sieht schon traumhaft schön aus. Auch die Komfort-Fahrer- und Beifahrersitze sind wirklich sehr einladend. Direkt darüber befindet sich ein riesengroßes Fenster. Natürlich ist jetzt die Aussicht nicht so toll. Allerdings bringt dieses Fenster wieder sehr viel Tageslicht und Freundlichkeit hier ins Wohnmobil. Direkt neben der Eingangstür befindet sich hier dieses Staufach, wo ihr einiges reinbekommt. Und der Klang, der hört sich auch sehr, sehr vernünftig an. Direkt darunter befindet sich ein kleiner Sitz, der zur Halbdinette gehört. Super angenehm, da hier drunter auch wieder eine Staumöglichkeit gibt. Und die ist tatsächlich recht großzügig. Zudem könnt ihr den Sitz wunderbar als Fußablage nutzen, wenn ihr auf dem Beifahrersitz sitzt. Und ja, so sieht es wirklich alles sehr, sehr ordentlich aus. Der Tisch, der ist natürlich auch variierbar, sprich verstellbar in sämtliche Richtungen. Die Ambientebeleuchtung, mir gefällt sie so, so gut. Hier zweimal USB-Anschluss mit dabei, das Fenster natürlich mit Faltverdunkelung und einer 230 Volt Steckdose. Ja, jetzt haben wir die Schiene hier rechts schon mal gesehen. Hier ein weiteres Staufach. Also mir persönlich gefällt der Hyma sehr gut. Auch dieses Hochglanz. Auf beiden Seiten ist so eine Nachttischlampe dabei und die hat einen weiteren USB-Anschluss. Tatsächlich genial. Hier befindet sich die Vorrichtung für die Kopfstützen. Auch super gelöst, wie ich finde. So sind die Kopfstützen nicht ständig im Weg und es macht den ganzen Raum einfach etwas freier. Die Aufbautür ist sehr ordentlich, mit einem Fenster, wo man es raussehen kann, natürlich nicht zu öffnen. Direkt daneben die ganzen Paneele von Truma, von Hyma, alles mit dabei. Und hier ein schöner Fernseher mit 22 Zoll. Auch hier wieder die Ambientebeleuchtung, die wirklich super schön zur Geltung kommt. Also das Lichtspiel ist hier wirklich traumhaft schön. Der Fernseher, der lässt sich natürlich verstellen in sämtliche Richtungen auch. Also egal wo ihr gerade sitzt, hier an der Dinette, ihr habt immer einen super Blick zum Fernseher. Ich lange es einfach mal voll rein in den Bildschirm, so wie man es nicht machen sollte. Was bisher jetzt noch gar nicht so aufgefallen ist, der S585 hat hier ein Hubbett mit dabei. Unter dem Hubbett hat man eine Stehhöhe von 1,88 Meter, also ich konnte hier auch bequem durchgehen. Leider steckt jetzt hier kein Schlüssel, sonst hätte man das ganze Hubbett einmal runterfahren können. Wie gesagt, das Fahrzeug hat generell eine Stehhöhe von 2,04 Meter, ist natürlich traumhaft. Also für große Menschen ideal. Hier haben wir die Küche direkt drüber, selbstverständlich, wie soll es anders sein, ein Staufach noch, wo ihr alle eure Küchenutensilien unterbekommt. Zur Küche gehören natürlich auch Steckdosen.
so wie hier eine 230 Volt Steckdose sowie eine weitere 230 Volt Steckdose. Hier lässt sich auf jeden Fall super kochen, auch dank dem 3 Flammen Gasherd mit einer Elektrozündung. Ich muss sagen, ich bin ein Fan von diesem Beleuchtungskonzept. Auf den ganzen verschiedenen Ebenen so ein angenehmes Licht. Ich liebe es. Hier noch ein Waschbecken, welches selbstverständlich mit dazu gehört zu einer Küche. Und auch direkt darunter wieder dieses Beleuchtungskonzept. Haben hier die Lichtschalter. Ja, man kann sagen, was man will. Mit dem Ambiente-Beleuchtung macht das Ganze einfach wärmer. Hier der Besteckkasten, auch gut zu sehen der Gasblock. Direkt darunter eine weitere Schublade. Wie gesagt, maximal bis 15 Kilo Zuladung möglich. Alles, was drüber geht, auf eigene Verantwortung. Hier ein Mülleimer mit dabei. Auch hier unten diese Bodenbeleuchtung. Ich bin ein Fan davon, ganz ehrlich. Auch hier nochmal 2 Staufächer und das obere ist auf jeden Fall sehr tief, wo ihr wirklich einiges reinbekommt. Zudem gibt es hier einen Tedford Kompressorkühlschrank mit einem Fassungsvermögen von 152 Liter. Also hier bekommt ihr wirklich richtig viel mit rein. Unten ein extra Schubfach noch mit dabei. Über dem großen Tedford Kompressorkühlschrank befindet sich eine weitere Staumöglichkeit, wo ihr all eure Lebensmittel mit unterbekommt. Und dann schauen wir uns auch schon das Schlafzimmer an und das ist phänomenal. Also richtig, richtig schön mit dieser Ambiente-Beleuchtung. Ein Traum. Also ich finde es phänomenal schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf beiden Seiten natürlich wieder mit einem Fenster. Auch hier Staufächer. Der Wagen ist jetzt aufgelastet auf 4,2 Tonnen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit mit bis zu 3,5 Tonnen. Hier eine 230 Volt Steckdose sowie eine 12 Volt Steckdose und zweimal USB Steckdose. Ich werde euch jetzt mal die wichtigsten Details hier mit einblenden. Wenn das Ganze jetzt zu schnell geht, einfach kurz auf Pause drücken, sich in Ruhe durchlesen und wir machen dann auch gleich weiter hier auf der gegenüberliegenden Seite. Schauen uns auch hier nochmal den Hängeschrank an. Ich denke, man bekommt hier einiges an Wäsche mit unter. Es gibt zudem hier einen Vorhang. Ich öffne ihn kurz, um einfach mal ein bisschen nach vorne zu schieben, damit man sieht, man kann den Raum auch schön nach vorne hin abdunkeln. Hier der Lichtschalter. Jetzt zeige ich es euch nochmal mit dem Licht, wie es aussieht ohne und einmal mit. Ich denke, ihr seht es selber, wie wunderschön es auch ist. Auf beiden Seiten diese Ablagen, eine Dachhaube, die Leiter, damit man natürlich auch entspannt ins Hubbett dann einsteigen kann. Hier befindet sich die Leiter für die Längseinzelbetten. Natürlich auch mit einer Erweiterung, dass ihr eine richtig große Spielwiese habt. Der Kleiderschrank, wo auch die Kopfstützen drin sind. Das Schöne ist, man kann ihn auch von oben öffnen, also ihr könnt es entspannt von oben beladen. Hier noch ein riesen Staufach. Also, ja, am Platzmangel scheitert es hier definitiv nicht. Richtig, richtig toll.
was meint ihr? Also mir persönlich gefällt der Hümer Tramp S585 sehr, sehr gut. Wieder ein kleiner, schmaler vor allem Kleiderschrank. Ein paar Hemden kann man auf jeden Fall reinhängen, mehr allerdings auch schon nicht. Dann schauen wir uns aber auch gleich das Raumbad an und das ist tatsächlich richtig, richtig top. Hier eine sehr schöne Verarbeitung, sehr hell, mit Dachfenster, Spiegel, eine Tedford Kassettentoilette und einer 230 Volt Steckdose wieder mal. Hier ausreichend Platz für Parfüm, Deo, was ihr alles mit dabei habt. Also es ist auch relativ tief im Gegensatz zu anderen Modellen. Wir sehen hier die Duschwanne. Hier befindet sich der Duschschlauch, welcher zudem auch gleich der Wasserhahn ist. Und jetzt einfach hier aufs Knöpfchen drücken, dann kommt das Waschbecken nach vorne. Jetzt ist die Duschtrennwand hinten an der Wand leider nicht fixiert gewesen, deswegen torkelt sie so umeinander. So, auf der anderen Seite wird jetzt die Wand befestigt, hier mit diesem Riemchen und dem Druckknopf. Ich schaue jetzt mal, dass ich es mit einer Hand hinbekomme, aber es ist wirklich sehr straff. Wird wahrscheinlich nichts mehr. Ich zeige euch das Raumbad jetzt einfach mal so. Hier habt ihr eine Stehhöhe von 1,94 Meter und ja, mit Dachhaube. Es macht wirklich einen sehr hellen und freundlichen Eindruck. Das Ganze tun wir jetzt mal wieder zurück. Hier noch kurz fixieren. Das war's mit dem Video vom Hümer Tramp S585. Mir hat es wahnsinnig viel Freude gemacht. Ich hoffe, ich darf euch beim nächsten Video wieder begrüßen. Ansonsten abonniert gerne den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da. Macht es gut. Ciao, euer Dominik.